Hi, heute zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du eine Mustertapete perfekt an die Wand bringst. Starten wir mit der Vorbereitung, denn die ist wichtig für ein ordentliches Ergebnis. Wir haben hier eine Gipskartonwand, die wir zuerst spachteln, dann schleifen und anschließend grundieren. Wenn du eine andere Oberfläche tapezieren möchtest, check auf jeden Fall, dass die Wand trocken, tragfähig und gleichmäßig saugend ist. Bevor du mit dem Tapezieren beginnst, musst du den Kleister anrühren. Achte dabei, dass du einen speziellen Kleister für deine Tapete hast. In unserem Fall brauchen wir also einen Kleber für Mustertapeten. Wie du den genau anrührst, das haben wir in einem extra Video für dich aufgenommen und den Link dazu findest du in der Beschreibung. Auch das Ausmessen des Raumes solltest du vor dem Tapezieren machen. Miss am besten die Höhe deines Raumes an verschiedenen Stellen, um sicher zu gehen. Und rechne ruhig immer etwa 5 bis 10 cm extra für den Verschnitt dazu. Bevor du die Tapetenrollen jetzt zuschneidest, checke sicherheitshalber nochmal die Beipackzettel deiner Tapetenrollen, dass alle auch die gleiche Anfertigungsnummer haben. Das ist mega wichtig, denn sonst kann es später Farbunterschiede an der Wand geben. Unser Tipp daher ist immer eine Rolle mehr zu kaufen, denn später beim Nachkaufen die gleiche Anfertigung zu bekommen, ist reine Glückssache. Auf dem Beipackzettel findest du auch Infos zum Muster. Dieses Symbol bedeutet, dass sich das Muster der Tapete alle 53 cm wiederholt. Übrigens, Tapetenrollen sind genormt und daher meistens 53 cm breit und 10 Meter und 5 cm lang. Der Kleister sollte inzwischen fertig sein. Rühre ihn nochmal kräftig durch und verdünne ihn mit ein bisschen Wasser. Und wenn er dann ohne abzureißen vom Rührer fließt, ist er perfekt. Jetzt kannst du die Wand einkleistern. Unser Tipp: Mach die Rolle vorher ein bisschen nass, dann geht's leichter. Bei Mustertapeten wird grundsätzlich die Wand und nicht die Tapete eingekleistert. Das hier ist das entsprechende Tapetensymbol dafür. Trage immer nur so viel Kleister auf die Wand auf, dass du eine Tapetenwand vollständig einbetten kannst. Hier ein Trick. Um die Tapeten nicht zuschneiden zu müssen, kannst du dir mit einer Dreikantschiene eine kleine Abrollvorrichtung bauen. Das mach aber wirklich nur, wenn das Tapetenmuster es zulässt, sonst steht es auf dem Kopf. Und jetzt klebst du die erste Bahn. Wähle eine geeignete Stelle des Motivs, um sie an der Decke dann abzuschneiden. Bei uns ist das beispielsweise die Mörtelfuge. Achte darauf, dass die Bahn schön gerade sitzt. Mit der Bürste drückst du sie jetzt fest ins Kleisterbett. Trage nun wieder den Kleister auf die Wand auf. Wie gehabt, etwas mehr als eine Bahnbreite. Jetzt kommt der spannende Moment. Du musst das Motiv passend zusammensetzen. Bei geradem Versatz, wie in unserem Beispiel, ist das relativ einfach. Dann ist nämlich die zweite Bahn mit der ersten Bahn identisch. Das heißt, das Muster wiederholt sich immer in gleicher Höhe. Tapeziere unbedingt auf Stoß, keinesfalls überlappend. Unser Tipp: immer vom Fenster wegarbeiten. Denn wenn sich die Bahnen trotzdem leicht überlappen, dann sieht man keine Schatten. Die Kanten solltest du mit dem Nahtroller zusätzlich andrücken. So, und jetzt wiederhol das Ganze mit den nächsten Bahnen. Auch bei dieser Bahn darfst du wieder auf Motivsuche gehen. Keine Sorge, von Bahn zu Bahn wird das einfacher. Auch diese Bahn tapezierst du wieder genau auf Stoß. Falls noch kleine Blasen vorhanden sind, kannst du die Tapete zusätzlich mit einer Gummirolle andrücken. Und los geht's mit der vierten und letzten Bahn in unserem Beispiel. Bei einer Tapete mit Muster ist der Verschnitt natürlich größer als bei einer Tapete ohne Muster. Wir bekommen hier also leider keine 4 ganzen Bahnen hin. Nun ja, da müssen wir beim fehlenden Stück eben etwas tricksen. Na super, sieht doch gut aus. Wenn dir das Video gefallen hat und vor allem auch weitergeholfen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.